Regalinspektion einfach gemacht. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit der Smart Inspect App ein Regal prüft. Als erstes navigieren wir zu unserem Regal. Wichtig ist, dass die Bauart des Regals richtig eingestellt ist. Das Formular für die Mangelerfassung passt sich nämlich entsprechend an. Wir befinden uns also vor Ort am Regal und haben einen Mangel festgestellt, den wir jetzt dokumentieren möchten. Wir starten über den grünen Plus-Button. Ganz oben legen wir zunächst die Position im Regal fest, an der wir uns befinden. In manchen Betrieben sind alle Regalfächer mit QR-Code gelabelt. In dem Fall kann man in unserer App einfach die Regalfach-ID eingeben oder über den Scanner erfassen. Alternativ kann ganz klassisch die Ortsangabe über Regalgang, Feld und Ebene erfolgen. Die Eingabe kann hier sehr frei sein. Wir nutzen das zum Beispiel, um als Regalfeld auch Bereiche einzugeben, wie hier im Beispiel sichtbar. Unter der Ortsangabe sehen wir ein 2D-Modell des Regalfeldes. Das dient dazu, Bauteilmengen im Idealfall über einen einzigen Klick eintragen zu können. Dieses 2D-Modell unterscheidet sich, je nachdem, welche Bauart für das Regal eingestellt ist. Ein paar Beispiele sehen wir hier. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Website. Je nachdem, wo sich das Bauteil im Regal befindet, können wir den Blickwinkel aufs Regal verändern. Im 2D-Modell sind vor allem die tragenden oder für die Regalfunktion wichtigen Bauteile enthalten. In unserem Fall ist eine Stütze beschädigt. Um das einzutragen, klicke ich die Stütze im Bild einfach an. Ich scrolle kurz etwas runter, damit man genauer sieht, was passiert. Unter dem 2D-Bild ist jetzt eine komplette Beschreibung des Mangels eingetragen. Man kann von oben nach unten lesen, wie der Mangel im Bericht beschrieben wird. Stütze vorne links stark deformiert. In unserem Fall ist das nicht ganz korrekt. Die Stütze ist nur leicht deformiert. Ich kann jetzt entweder den Text im Eingabefeld direkt ändern, oder ich klicke einfach nochmal auf die Stütze und man sieht schon an der Balkenfarbe, dass die Klassifikation nach Norm entsprechend angepasst wurde. Neben dem 2D-Modell kann ich über den Slider einstellen, auf welcher Höhe sich der Schaden befindet. In diesem Fall ist das die Höhe in Millimeter, aber bei anderen Schäden, zum Beispiel an den Fachböden, kann man hier auch die Ebenen des Schadens eintragen. Alle Informationen zum Schaden können unter dem Bild frei angepasst werden. Am Ende ist für den Bericht nur der Text unten entscheidend. Besonders hervorheben möchte ich nochmal das Feld mit der Behebungsfrist. In der Norm haben wir ja für die tragenden Bauteile die Einstufung in Rot, Orange, Grün und jeweils dazugehörige Fristen zur Mangelbeseitigung. Das ist in der App umgesetzt. Wenn in der Praxis davon abgewichen werden soll, kann hier auch eine andere Frist eingestellt werden. Die App merkt sich die Auswahl der Frist und verwendet diese automatisch beim nächsten Mal, sodass ihr im Normalfall relativ wenige Klicks machen müsst. Das Ziel von Smart Inspect App ist es, die Eingabe der Mängel so einfach wie möglich zu machen. Wenn dir hier etwas fehlt oder wenn du eine Idee hast, wie man das System noch weiter optimieren kann, schreib uns gerne eine Supportanfrage. Als letztes möchte ich den Mangel mit einem Foto dokumentieren. Das Bild kann ich entweder live mit der Kamera aufnehmen oder aus dem Bilderarchiv des Handys übernehmen. Wir haben einen Bildeditor in der App, der es einfach macht, den Schaden für den Bericht besonders zu markieren. Den fertigen Mangel speichern wir über das grüne Häkchen ab. Bei der Regalbegehung ist mir aufgefallen, dass das Regalbelastungsschild fehlt. Da das schnell vergessen werden kann, erinnert mich die App auch daran, das Schild zu prüfen. Jetzt haben wir hier einen Mangel, der sich eigentlich auf das gesamte Regal bezieht. Das kann ich oben bei der Ortsangabe gleich vermerken. In diesem Fall gehe ich jetzt über das 2D-Modell hinweg, weil wir ja keinen klassischen Bauteilmangel haben. Stattdessen
suche ich die Mangelbeschreibung direkt im Feld Prüfpunkt heraus. Unsere Autocomplete-Funktion macht das relativ einfach. Wenn ich hier einen Mangel eingebe, der bisher nicht in der Liste vorkommt, merkt sich die App das und bietet den Mangelbegriff beim nächsten Mal wieder an. Auch diesen Mangel speichere ich ab. In der Übersicht sehe ich am Icon des Mangels schnell, um welche Art von Mangel es sich jeweils handelt. Für den Bericht kann ich ähnlich wie schon bei Hallen und Regalen auch die Reihenfolge der Mängel festlegen. Wenn alle Mängel eingetragen sind, kommt als nächster Schritt die Erstellung des Prüfberichts. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Video. Wenn du weitere Funktionen der Smart Inspect App kennenlernen möchtest, dann schau doch mal auf unserem Kanal vorbei. Smart Inspect, Regalinspektion einfach gemacht.